Ach, was sehe ich denn da schon wieder für ein Bild vor mir? Mensch. Hi. Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Samstag. Samstagabend und ja, mittlerweile wieder ein Samstag, wo es um 19 Uhr schon fast dunkel ist. Deswegen habe ich hier schon wieder Rundumbeleuchtung an. Habe ich bei jedem Stream, aber jetzt brauche ich sie tatsächlich wieder und es leuchtet mich besser aus, als wenn die Sonne von der Seite reinknallt. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen bisher angenehmen Samstag. Grüße gehen an dieser Stelle raus an alle, die zuschauen. Ihr könnt auch heute wieder gerne mitmachen, wenn es an dem einen oder anderen Punkt möglich ist. Aber ich will jetzt gar nicht mehr lange schnacken. Ich weiß nämlich nicht, wie lange es heute geht. Von daher gehen wir rein ins Game. Und sind noch in Zweistadt. Ich weiß gar nicht mehr. Hatte ich hier noch die Möglichkeit, was zu kaufen? Ich habe noch 110. Nee, habe ich nicht mehr. Also ich könnte da unten was kaufen. Nämlich dieses Schnellziehung. Diese Joker-Karte. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal weiter umgucken. Wir sind immer noch in Zweistadt. Und eigentlich könnten wir mal ein bisschen weitergehen. Wir haben ja dort oben die Nebenquest haben wir gemacht. Wie kam ich nochmal auf die... Ah, so kam ich auf die Karte. Das sind meine Kärtchen. Märchen von Zweistadt, königliche Verstrickung. Okay. Eben und ihr außergewöhnlicher neuer Freund waren in Zweistadt gelandet. Einer Stadt voller gespaltener Persönlichkeiten und Stimmungsschwankungen. Wenn ihm ihre Schwester Art finden wollte, musste sie sich hier irgendwie durchschlagen. Aktuell müssen wir machen, Folge dem Geist. Wir haben, das könnt ihr gerade nicht sehen, ist gerade hinter mir, eine von 2 Märchenseiten, 0 von 4 Karten und eine von 5 Nebenquests gemacht. Also entweder ist Zweistadt noch ziemlich groß oder ja, ich kann mal da oben gucken zu der Kampfarena, ob da noch was ist. Ansonsten gehen wir dann weiter. Ist noch was hier? Ist neue Kämpfe. Nö. Nee. Einen Gabbelgregger. Naja. Dem kann man einen Gabbelgregger geben. Der Händler vorne verkaufte welche, wollte gerne mit anderen Sachen handeln. Dem müssen wir irgendwas bringen, was einmalig ist. Dann können wir den Gabbelgregger, das Ding hatten wir schon, naja. Dann können wir den Gabbelgregger eintauschen. So, gibt es da noch was zu holen? Nö. Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. Was? We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my god! Two-timer! It's double the fun! Please excuse us. We need to talk about this. Sorry.
Ja, Zwillinge. Man sollte sich niemals mit Zwillingen einlassen. Nie. Nie, 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 nie. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Was? Wer bist du? Niemand. Oh, hier ist eine Leiter. Ich kann hier hoch. Aha, 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 aha. Ich komme hier hoch auf den Balkon. Jetzt ist nur die Frage, was kann ich hier machen? Also da geht es nicht hoch. Ich weiß, dass hier oben so ein Teil war. Das habe ich aber von drüben schon abgeschossen. Ist nur deshalb die Leiter hier? Echt jetzt? Nur weil hier so ein Ding ist zum Abschießen? Da steht nur ein Topf. Na da, au, da vorne ist der Geist. Da vorne ist der Geist. In der Hoffnung, dass das Ort ist. Und nicht irgendwas sehr Seltsames. Wir gehen einfach mal weiter. Hier waren wir nämlich noch nie. Ha! Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Syzygy. Okay, ein Wort für free. Der Typ vorne verkaufte Wörter. Wie konnte ich denn rennen? Shroud, get your fresh shroud. Straight out of the tube. That's dinner for two. So, warte mal. War der das hier? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This Yeah. could be a whole new marketplace. What's the word? Nein! Ich wollte das nehmen, was ich gerade gehört habe. Schüssel. Oh, I've heard that before. No trade, kid. Was denn? Ich wollte Schüssel-Dingens. Och, Mann. Warte. Shroud, get your fresh shroud. Hä? Straight out of the tube. Das verstehe ich nicht. Wieso kriege ich denn das nie? Weil dieses Wort hätte ich doch noch da hinten extra durchgeben können. Kann ich mit dir reden? I got words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Pluviophile. Who wants to buy a word? I got Cliniomania looking for a good home here. It means wanting to stay in bed. Oh Gott, ja, das nehme ich. Aber wieso kann ich die Wörter jetzt da drüben nicht auswählen? Weil das wäre ja meine Rettung. Ich könnte dem ein Wort geben. Shroud, get your fresh shroud. Straight out of the tube. That's Ich könnte dem das Wort geben. You wouldn't happen to have anything? A word? Now that's interesting. Ja. Ich kann die Wörter nicht auswählen. Boah, ist das ärgerlich. Die bringt mir gerade so viele neue Wörter bei und ich kann sie einfach nicht auswählen. Shroud, get your fresh shroud. Straight out of the tube. That's dinner for two. Das ist echt I strange. got so many words, kid. Got a sale on Bucolic right now if you're interested. Ich würde gerne mit dir reden. Außen. Die Außen ist Innenstadt, Hey, okay? here's a free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one's free, kid. Ja, ich krieg gerade jede Menge Free Words, aber. Zweistadtplatz.
Da ist der Geist, da sind Sachen, da ist ein was? Was? Ich habe Dinge gesehen, viele Dinge. Erstmal gibt's schön Geld. Oh, guck mal, da gibt's was. Bevor ich jetzt mit allen hier rede, machen wir erstmal das. Mal, hier ist irgendwas zu. Da geht's nicht weiter. In der Mitte ist der Geist. Da sehe ich auch Karten und ich sehe noch andere Dinge. Das sieht wieder wie der Typ aus Many Decks. Ist hier irgendwie noch mehr? Ach, guck mal an. Sehe ich noch mehr von hier oben? Nee. Okay, die hatten Fragezeichen. Was heißt ein Fragezeichen? Ein Fragezeichen heißt doch eigentlich Nebenquest. Hello! Can I interest you in a potion? Potion? Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Oh. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Yeah. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid. Okay, ist das normal, was ihr da macht? Ich finde vor allem übrigens dieses Gehirn in der Bubble auf seinem Kopf echt genial. Split personality, though ours is more important than most. Jared and I don't agree on very much these days. Yes, though more by necessity than choice. Don't tell him, but my business partner lacks the imagination necessary to... Imagination? You're a mad scientist! You lack the business acumen, or even the base financial literacy to... Don't start with me, Jorid. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Aha. Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good.
It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Okay. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Okay, aber was, wenn die Bloobs nicht zu Suppe verarbeitet werden wollen? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? No, he's gone. We can talk in private. Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Okay. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Okay. 3 Bloobs, die man nicht sieht, aber schreien hört. Das ist irgendwo auf der Karte angezeigt. Nee, natürlich nicht. Okay, Bloobs, die man schreien hört, aber nicht sieht. Ach, der hat plötzlich auch noch eine... You dang little blue critter! You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Ach, da oben. Was kann ich denn tun? Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Okay, was mir gerade auffällt, ich habe letztens erst genau so ein Viech gesehen, was aussieht, als hätte es Würmer am Maul. Beim lieben Leo im Aquarium. Ja. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Okay, da oben Some war ein of Blub. us are trying to sleep. Hier geht's doch noch weiter hoch. Okay, ich beende das Gespräch jetzt. Wir haben einen Blub. Die vielleicht nutzloseste Kreatur in ganz random. Jedenfalls wollen uns das die Machthaber weismachen. So, wir haben einen Blub.
Das heißt, den haben wir schon mal hier von seinem Krachmacher befreit. Der kann jetzt schlafen. Thank you, little one. 100 Münzen. Sehr schön. 100 Münzen. Ach, guck mal, was hier ist. Da ist noch jemand. Was hast du zu sagen? Aha. Okay. Gibt es noch irgendwas zum Abschießen? Ja, da oben. Okay, der Herr. The dice, child. Yes, you. Come closer. Nee, lieber noch nie. Erst will ich jemanden schreien hören. Oh, hier geht's noch nicht weiter. Ott ist immer noch da in der Mitte, also der Geist, von dem wir denken, dass es Ott ist. Aber wir müssen erstmal noch ein paar Schreihälse finden. I've got a card up my sleeve, in my chest, up my nose, up me... well, everywhere. Let's trade. Ja. Hi Manny. Manny, ich habe 350. Was hast du? Okay, explosiver Würfel. Den haben wir schon mal. Heilung haben wir. Glückliches Händchen. Ja. Kristallfluch. Beschwörten dämonischen Ikosaeder, der jedem Wesen in seiner Nähe Schaden zufügt und von allem abprallt, was er trifft. Boah. Natalias Glocke beschwört eine Heilglocke, die eine Würfelspielerin heilt, wenn sie in der Nähe ist. Der Zauber hält 60 Sekunden. Ach, unten drunter sehe ich... Ach nee, das ist die Anzahl, wie oft die haben. Schmiedeblinken. Ausweichmanöver verringert Lebensdauer dann, aber für kurze Zeit nicht. Okay. Hä? Da oben sehe ich doch noch RT, 1 von 2. Ich will... Ich komme nicht auf die zweite Seite. Strange. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich kaufen soll. Wir lassen es erstmal. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen Na komm her. bless us with not one, but 2 towns, and 2 Das sieht nach rooms Priester rather aus than hier. simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quiet you, today is my day. Ich suche Bloops. Hat jemand Bloops gesehen? And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Ja, irgendein Preacher. Shut up. And lo, did the number 2 inspire all to praise Okay, the Queen. wir brauchen noch weitere Bloops. Geh nochmal zurück. Vielleicht gibt es ja vorne welche. It's a hard business to be in selling words, but lucky for me, I have lots of ways to precisely express just how hard it is.
Hm. Words for sale. Who wants to buy a Oh, ich habe immer einen Schreien hören. free? Vielleicht hier oben. War deswegen die Leiter da? Ich habe jemanden schreien hören. Ja, da ist jemand. Ah, wie ist die Lage? Ha, klassischer Blub. Ja, schönes Wetter. Du sagst es. So, das war der zweite. Ah, einen dritten Blub noch finden. Der dritte Blub. Der dritte Blub. Wir müssen es irgendwo wieder schreien hören. Schreit's hier oben? Oh, ich hatte echt gedacht, ich habe die Lösung gefunden mit der Wortverkäuferin. Dass die mir ein Wort gibt, ich das Wort vorne geben kann. Ich habe Dinge gehört. Ich das Wort vorne geben kann. Ich dann für das, was ich da vorne kriege, hier oben was eintauschen kann. Okay, hier ist nichts. Hier ist kein Blub, ich höre nur wieder Geräusche. Hm. Wie kann ich dem ein Wort verkaufen? Shrunk, get your fresh shrunk, straight out of the tube. That's dinner for two. So, schreit sie irgendwo? Hier nicht. Ah, da hinten. Wie es aussieht. Hi. Wie ist denn dein Name? Okay. Ah, ja. Ungefähr so kommt man sich übrigens vor, wenn man in einer Kinderkrippe arbeitet. Ungefähr das sind die Unterhaltungen. Ja. Komm her. So. Wir haben 3 Bloops. Seller, street socks. Get your socks here. Das heißt, wir können die jetzt abgeben. Jetzt die Frage an wen? Den Emotionalen oder den Logiker? Wem geben wir es für den Zaubertrank? Dem Shrunk, get your fresh shrunk, straight out of the tube. That's dinner for two. Mhm. Geben wir es dem... I got words for sale here. Choice words. Pluriophile. It means lover of rain. Ja. That's just a free sample. So. Vielleicht muss ich von der wirklich irgendwas kaufen, bevor ich das Wort benutzen kann. Also. Geben wir es 1 dem Emotionalen oder 2 dem Rationalen? Chat, du darfst mal entscheiden. Komm, nie immer nur zugucken. Ich weiß, da sind welche. Nicht immer nur zugucken. Schreibt einfach mal rein. 1 emotional, 2 rational. Ich sehe, dass ihr zuguckt. Ich schaue soweit. Solange hier mal. Das ist,
Okay. You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Na los, okay. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Oh, this is intense! Perfect! It's just me! For the first time, it's just me! Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Okay, wir haben Natalias Glocke bekommen. Stapelanpassung freigeschaltet. Ja. Thank you again. You'll come back to visit me, won't you? It's so quiet here all by myself. So lonely. You even start to miss logic. Kann ich verstehen. Kann ich jetzt mit dem Hinteren auch reden? Ne, geht nicht mehr. Wieso ist das Tor hier zu? Okay, wir dürfen gerade gar nichts machen, weil er irgendwas versucht zu laden, was nicht geht. Ja. Er versucht gerade die Unterhaltung zu laden, die nicht geht. Nice. Und deswegen geht jetzt gerade gar nichts mehr. Ich lieb's. Wir haben einen Bug gefunden. Komm, dann gehen wir mal hier in die Mitte. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Ach nö, echt jetzt? Brettspielarena. Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Okay, du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Okay. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit der Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Also einmal außenrum. Die Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder Geschosse im Inneren der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, fliegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieße auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Tipp: Ist dir ein Kampf zu anspruchsvoll? Ändere die Kampfschwierigkeit im Menü, ja.
So, wir können würfeln, hä? Mal sehen, was wir würfeln. Also mit mal 1 wären wir beim Schatzvogel. Es ist eine 1. Es ist eine 1. Heilung brauchen wir nie. Das ist Dreierschwert. Das ist... Hier machen wir mal anpinnen. Um 1 reduzieren. Und dann wählen wir das Schwert aus. It seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Wo ist er denn? Wo ist der Vogel? Wo soll denn dieser... Da ist er. Hä, da war er doch gerade. Oh, verdammte Axt, ich hab ihn verpasst. Mann. Ich wollte den haben. So, was brauchen wir jetzt, ne? Am besten mit 2. Oh, fuck you, wieder eine 1. Komm, wir machen den hier. Das passt ja gerade ganz gut. Ah, ich kann schon wieder werfen. Mit 2 wären nice. Yes, da kommt wieder der Vogel. Das ist Blinzelangriff. Hier hätten wir... Ja, toll. Das bringt uns gerade wieder nichts. Kann ich heilen? Nee, kann ich nicht. 2 war Kristallflug. Komm, den nehmen wir.
drück dauernd die falsche Taste. Endlich haben wir sie mal. Zwei. Okay, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 wäre um 1 verringern. Jetzt haben wir natürlich gerade ausgerechnet wieder. Was war das? Beschwört eine Uhr, Gegner verlangsamt, Teil der Würfeldimension gefangen sind. Okay, hält 10 Sekunden. Naja. Einmal das und einmal das. A bubble that slows time has appeared. Ah, ich kann den Ball Würfelschilder werfen. Wirf. Eine 2. Okay. Eine 2, eine 2, eine 2, eine 2. Eine 2. Wir holen uns... Nee, das bringt uns nichts. Eigentlich kann ich den Pin da wegnehmen. Fast im Ziel. Who will win the game? We shall soon find out. Ach, da. Oh, ich darf würfeln. Und eine 1. Eine 1, die uns eine 2 gibt. Also Punkt 1, wir können erstmal das machen. Das kostet uns nichts. Jetzt könnten wir das machen. Wir pinnen mal das an. Und machen noch das hier. Wir sind im Ziel, oder? Uffi. Was ist denn da? Oh. Da ist ein Tor offen. Okay. Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewege sie sich um ein weiteres Spielfeld, ziehe dann eine neue Karte. Belohnung. Ach, Spielleiterbelohnung. Das ist eine Karte und wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Spielfeld, ziehe dann eine... Ah, das ist also eine neue Karte für mich.
Können wir jetzt hier was mit Dicey machen? Also wir haben ja... Dort ist noch eine Nebenquest. Gerade eben. Aufgegangen. Wo waren die? Ich darf gerade nicht. War da nicht gerade noch irgendwo eine Nebenquest aufgegangen? Ich glaube, ich muss mir erstmal einen Punkt holen, oder? Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Ja. Da waren wir schon drin. Come closer, child. I have need to speak to you. Ich darf nicht reden, weil der immer noch in dem Dialog mit dem anderen festhängt. Deswegen darf ich auch keine Karten kaufen. Ja. Weil der immer noch in dem Dialog festhängt. Ich versuche mal mit der Vorderseite zu reden. Vielleicht hebt es das Ganze wieder auf. Nope. Schade. Irgendwie haben wir einen Fehler. I haven't seen one of those in many a moon. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier weiterspielen, aber solange wie das in diesem Dialog festhängt, zumindest komme ich hier wieder rein. Wir haben ein paar Karten. Komm, wir gucken mal hier. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Was? Dicey, hast du was gesagt? Mal wieder ein Video, ja. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, alright? Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. Alright, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. The thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. Was? And Nanny Fortuna's the right hand of the Queen, and has been for years. She's as mean as she is old. And let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Oh.
Ja, die kennen wir. Die hat unsere Schwester entführt, das stimmt. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. Ach, deswegen hat er 3 Augen. Not a fighter. But enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. Ja. You are new, aren't you? Door to 3 towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it. And since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... Das ist ein großes Aber. But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Ich wusste es. If only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Auge um Auge. Auge um Auge, versteht er? Er will Augen haben, damit Dicey seine Augen... Naja. Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. Okay. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. Yeah. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Seymour. Sieht mehr. Oh Gott, sind das hier Wortspiele in dem Game. Oh, Hilfe. Ja, ich helfe dem als sieht mehr. Thank you, thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Okay. Fragen? Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Oh, don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Na, das klingt doch super. Die Augen zurückbringen. Erstmal machen wir den hier. Und dann möchte ich wissen, ob ich... warte mal. Da lang oder da lang? Von wo kam ich denn? Ich glaube, von hier kam ich. Will ich wissen, ob ich die Dialoge nochmal starten kann. Ob ich jetzt mit denen reden darf. Hey, Dice Girl, do come over here. Jetzt geht's. You, child, I believe we can be useful to each other. Okay. No, nor I you.
but the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. Dicey sagt schon Wuff. Das ist ein kostümierter Hund. Right. A good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while indeed. Kann es sein, dass ich jetzt in der Lage bin, den Handel mit den Worten zu machen? Oh, go goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Oh, except... Except that I've heard whispers that someone is buying words. Ja. And someone else is selling them. And that would be where I'd start. Ja, mache ich. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me, and I will take care of it. Nee, ist klar. So, jetzt dürften wir aber zumindest das mit dem Wörterhandeln hinkriegen. Jetzt dürften wir das mit dem Wörterhandeln hinkriegen und... Ja, jetzt ist er markiert. Sehr gut. Who wants to buy a word? I got my rarest word. Ha, that's a tall order. What do you have to offer in trade? Einen Witz. Let's hear it. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? Was ergibt 3 mal 7? Feiner Sand. Abendbrot. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Okay, das weiß ich gerade nicht. What? Ah, eine Knastanie. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Okay. Ein Witz. Let's hear it. How? Oh, down, like as in duck feathers. Ah, sorry. Not a fan of puns.
possessions, no trade. What do you have to offer in trade? Okay. Nochmal ein Witz. Let's hear it. Why? 7, 8, 9? Oh, 7, 8, 9. Ugh, keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Ach, Mist. Ein seltenes Wort. I'm listening. Ein Wort, das man nutzt, wenn sich mehrere Planeten in einer Reihe befinden. Ein Wort, das das Lernen selbst beschreibt. Ein attraktives Wort. Okay, wir gehen alles durch. Es lautet Syzygie. Das passiert, wenn sich 3 oder mehr Himmelskörper auf einer geraden Linie befinden. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets, oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Okay, ein noch selteneres Wort. Your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Adlubeszenz, das bedeutet Vergnügen. How does a small girl like you know an adult word like that? Hermann, ein alter Schrotthändler aus Einsstadt, hat es mir beigebracht. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlu. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. You're welcome. Dankeschön. Bye. Es war ein Oblektamentum, Geschäfte mit dir zu machen. Beautiful. Use it well, kid. I got so many words, kid. Got a sale on bucolic. Oh, wir haben eine Belohnung bekommen. Das Wort Oblektamentum. Das Wort beschreibt einen Quell der Freude. Wer an der Händlerstraße würde nicht das Wertvolles dafür eintauschen? Now, if you're interested. Na, da kennen wir doch jemanden, der was dafür eintauschen würde. Von dem dürfte ich dann sowas bekommen, was der da oben will, den wir gerettet haben. Oh Gott. Not the one you wouldn't happen to have. A word? Now that's interesting. Ja. I've never traded in words before. This could be a whole... Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Okay, was ist ein Gubblegregor? Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Just be sure not to use it in full reverse. We all know what happens then. Warte mal. Gubblegregor. Ich hätte gern das Wort nochmal. Timmy auf den Punkt. Ich hätte gern das Wort nochmal. Das muss man bestimmt rückwärts lesen. Great, kid. So. Da. Ach du Schande. Ein Regerglebbuck. Was? Regerglebbuck. Okay, das ist, ja. Okay. Wir haben jedenfalls jetzt einen. Und den wollte jetzt der da oben haben. Und wenn er ihn hat,
gibt er mir dafür was sehr Seltenes. Und das könnte der Würfel sein. Nur mal so, uns fehlen hier immer noch Märchenbuchseiten. Uns fehlen hier immer noch Karten, glaube ich. Trifft den Bürgermeister, bring die Augen zurück, öffne das Tor. Wir haben eine von 2 Märchenseiten. Ihr könnt das wieder nicht sehen, ist genau unter meinem Kopf. Eine von 2 Märchenseiten, 2 von 4 Karten und 3 von 5 Nebenquests. Ja, also ungefähr die Hälfte von allem. So, dann kommst du mal noch jetzt. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Handeln wir. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Ein Schädel mit 4 Seiten klingt nach einem Würfel. Oha. Ein toter 4-seitiger Würfel. Ein alter, seit langer Zeit toter Würfel, der bei den Säuberungen des keine Würfelkriegs zerstört wurde. Das dürfte Lisbeth interessieren. Na dann auf zu Lisbeth. Ein 3-seitiger Würfel, der tot ist. Was will die mit einem toten Würfel? Was will die mit einem toten Würfel? Ich meine, ja, dass man sowas Schönes Lebendes haben will, was ich habe, aber... Hey, here's a free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one. So, dann auf zu Lisbeth. Lisbeth. Wo bist du denn? Da drüben bist du, oder? Ja. Und nach Lisbeth gehen wir nochmal schnell zu Manny Dex und kaufen ein bisschen was. Weil wir haben noch ein paar Münzen. Ich habe einen... Ich habe einen dubiosen, versteinerten Schädel, der dich interessieren könnte. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Ja. I expected you would, child. This poor dice has seen so much and come to such an ignominious end at the hands of Her Majesty. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Okay. Consider me a concerned bystander. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation. Gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice,
I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Du warst auch da? I have. It used to be so different. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden far below random and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Ich reise mit einem Freund. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care and random rules. Random Rules. Was kriegt man als Belohnung? 180 Münzen. Naja. Hast du noch was zu sagen? Good luck, Dice Wielder. And you too, little Dice. So, dann gehen wir nochmal zu Many Decks und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ist schon ganz schön lang die Folge. Many Decks, wir haben 600. Nice. Ich würde nochmal eine davon nehmen, weil die ganz nice sind. Ich würde nochmal eine davon nehmen, weil die auch ganz nice sind. Der explodierende Würfel war das hier, ne? Ja. Die Glocke haben wir eh noch gerade nochmal gekriegt. Die brauchen wir nicht nochmal zu kaufen. 215 haben wir noch. Ich würde noch den 190er hier nehmen. So, und als nächstes Risiko, Joker oder Risiko? Na toll. Ist jetzt, na, da hier drüben ist was Neues. Ah, jetzt kann ich ja wieder umschalten. Was haben wir hier? Säurekanone. Eine alte Kanone aus dem keine Würfelkrieg. Kommt ins Spiel und verschießt Säurepfeile. Sie wird nach 30 Sekunden aus dem Spielfeld entfernt. Okay. Cool. Können wir bei Gelegenheit kaufen. Aktuell haben wir erstmal alles. Ja. Eine Nebenquest noch. Ausrufezeichen war Hauptquest, ja. Eine. Moment, die ist ja hier. Die eine Nebenquest ist hier. Die soll hier irgendwo sein. Okay, warte. Wenn da die Tür ist. Wo ist das große Tor? Da ist das große Tor. Dann muss das hier sein. Hier soll die Quest sein. Hä? Ist hier oben noch was? Okay, da darf ich nicht rein. Seht ihr gerade noch irgendwo ein grünes Fragezeichen? Weil ich sehe gerade keins. Aber hier soll eins sein. Und zwar, also ihr seht ja dort das Fragezeichen auf der Karte. Wenn da die Tür ist, links davon. Zwischen den beiden Wegweisern. Zwischen den beiden Wegweisern. Linke Seite. Hier ist ein Wegweiser. Du hast... I can
Ja. Und hier ist der andere Wegweiser. Also entweder ist das ein Anzeigefehler, weil ich sehe hier auf der Karte nirgends ein Fragezeichen. Ich kann jetzt nochmal rübergehen zu dem Pfaffen. Zu dem Prediger, aber der hat auch kein Fragezeichen. Hier soll noch ein Fragezeichen sein. Okay. Dann sehen wir das beim nächsten Mal. Wo es hier noch was gibt. Ansonsten machen wir erstmal mit der Hauptquest weiter. Ja. Oh, Hilfe. Uffi. Wie aufregend. Wir haben unseren ersten Brettspielkampf gewonnen. Wir haben Wörter getauscht. Wir haben etwas über den alten Würfelkrieg gehört. Wir haben sehr, sehr viele interessante Wörter gehört, auch in den anderen Dialogen. Wir haben jemandem geholfen, allein zu sein, was irgendwie nicht gerade die größte Errungenschaft gewesen ist, wie ich finde. Manchmal ist es doch toll, Stimme im Kopf zu haben. Naja. Aber da haben wir noch ein bisschen was geschafft. Und wir sind auf dem besten Wege, dass unser Freund Dicey jetzt endlich neue Punkte bekommt. Und wir nicht immer nur Einsen und Zweien würfeln können, sondern vielleicht auch mal eine 3. Für heute war es das. Allen auf Twitch, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Stream wird angekündigt auf Instagram. Vetas heiße ich da, V3T35. In der Story kündige ich das an. Und dann würde ich sagen, für die Leute auf YouTube, Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Vetas.